Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video. Dem einen oder anderen wird es schon aufgefallen sein, Pioneer-Radios sind wieder lieferbar. Aber was war los und wie kommt es dazu und was sind das überhaupt für Radios? In letzter Zeit bzw. im Jahr 2022 war es ziemlich schwer, an ein Pioneer-Autoradio zu kommen. Der Grund dafür war relativ einfach, und zwar hatten wir in Deutschland in den letzten Jahren nicht wirklich einen brauchbaren Vertrieb für Pioneer-Radios, und das hat sich jetzt geändert. Im September 21 Fox-Gruppe Lizenz- und Vertriebsvereinbarung abgeschlossen und kann jetzt bzw. vertreibt jetzt wieder Pioneer-Geräte in Europa. Gebaut werden die Pioneer HiFi-Sachen alle bei Sharp, und damit gehört der ganze Spaß zu so Firmen wie Onkyo, Klipsch, Yamo, Magnat, Heko, Mac Audio und so weiter und so fort. Okay, genug über Pioneer gequatscht. Wie sieht es mit dem Radius aus? Ich will in dem Video einmal die Unterschiede zwischen den verschiedenen SPH, DA, DAB Radios erklären. Es ist schon ein wenig verwirrend und leider gibt es auf der Pioneer-Seite keine Vergleichsfunktion mehr, wo man wirklich sagen kann, okay, was kann das Radio besser, was kann das Radio besser, gibt es einfach nicht mehr. Und wenn man zum Händler seiner Wahl geht, wird teilweise vielleicht nicht ganz so die Wahrheit erzählt. So habe ich von einem Bekannten erfahren, der auf der Suche nach einem Wireless Android Autoradio war und der nach einem SPH DA 360 DAB fragte bei seinem lokalen Händler. Die Antwort kam, dass Wireless Android Auto bald eingestellt wird und er sich doch lieber ein bisschen Geld sparen soll und ein DA 160 DAB kaufen soll. Wo der Händler diese Aussage herhaben wollte, konnte ich nicht wirklich nachvollziehen. Es ist so, dass Android Auto als App auf Android-Geräten, also auf dem Smartphone, nicht mehr weiter unterstützt wird, ja. Aber dass die Wireless Android Auto-Funktion, die quasi der Next Level ist, den man haben will, abgeschafft wird, ist natürlich total Schwachsinn. Ja gut, aber dann wurde ich gefragt, okay, wo ist denn der Unterschied zwischen dem 360er, dem 250er, dem 230er und dem 160er? Beziehungsweise auch nochmal den 130er, der halt der Vorgänger ist. Deswegen die Idee für dieses Video. Im Endeffekt kann man schon sagen, es gibt ein Vor-Pioneer Neuverkaufsvertriebsgesellschafts-Ära-Radios und ein Nach-Pioneer-Verkauf-Vertriebsgesellschaft-Radios. Aber fangen wir ganz unten an. Das SPH DA 160 DAB. Quasi das günstigste in der 100er Serie, der Nachfolger vom 130er. Rausgekommen ist das 160er tatsächlich 2021. Also eigentlich kurz vor der Übernahme Vertriebsgesellschafts Pioneer Gedöns. Das Radio kann alles, was relativ einfach ist, heißt, man hat halt Android Auto, man hat CarPlay, man hat USB, Bluetooth, ein stinknormales 6,8 Zoll Radio ohne besondere Extras und natürlich DAB+. Normales Radio, guter Preis, kann man empfehlen, wenn man nichts Besonderes braucht. In der 200er Reihe fangen wir an mit dem 230, also SPH DA 230 DAB. Das Gerät ist tatsächlich das älteste von allen und das sieht man auch am Gehäuse und am Display. An der Stelle ist nämlich ein 7 Zoll Display verbaut, anstatt ein 6,8 wie in allen anderen Geräten. Und es gibt tatsächlich noch mechanische Tasten unten drunter. Dieses Radio hatte ich tatsächlich relativ lange selber verbaut und ja, also es ist von 2017. Das heißt, es ist definitiv nicht mehr der aktuellste Spaß, den es so gibt. Es ist auch noch komplett anders aufgebaut als die anderen Geräte. Heißt, es hat auf der Rückseite ganz normal fest eingebaute Cinch-Anschlüsse, Cinch-Ausgänge, USB-Ausgänge bzw. einen Ausgang, den Platz für das Mikrofon und so weiter und so fort.
Ein brauchbares Radio, wie gesagt, schon ein wenig in die Jahre gekommen. Per USB auch CarPlay und Android autofähig. Schönes Gerät, nicht mehr ganz aktuell. Das SPH DA250 DAB ist 2020 rausgekommen, also ein Jahr vor dem 160er und ist, schon irgendwie noch üppiger ausgestattet als das 160er. Also das 160er ist eher die Sparversion vom 250er, das es schon vorher gab. Von den Versionierungsnummern würde ich eigentlich sagen, das 160er ist neuer als das 250er, weil das ja auch die 50 und nicht die 60 im Namen hat und eigentlich jetzt noch ein 260er kommen müsste. Aber den gibt es noch nicht und wir reden jetzt hier über das 250er. Das 250er kann ein paar Sachen mehr als das 160er. An der Stelle haben wir zum Beispiel 2 Kameraeingänge. Heißt, wir können eine Rückfahrkamera und eine Frontkamera nutzen. Ebenso gibt es die 3 Vorverstärkerausgänge mit 4 Volt Ausgang und man kann diese auch im sogenannten 3-Wege-Netzwerkmodus nutzen. Heißt, man kann die nicht nur für vorne, hinten Subwoofer, sondern für ein 2-Wege-Frontsystem mit Subwoofer nutzen. Heißt Hochtöner, Mitteltöner, Tieftöner, Subwoofer. Ansonsten kann das Radio genau das gleiche wie ein 160er. Heißt, wir haben CarPlay mit Kabel, wir haben Android Auto mit Kabel, wir haben Bluetooth, wir haben die Möglichkeiten MP3s abzuspielen, wir haben DAB, kein Unterschied, gleiches Gerät. Und dann kam 2022 tatsächlich das DAB DA360 DAB raus. Größte Nummer, kann am meisten, ist das Top-Gerät. Könnte man jetzt denken. Leider irgendwie nicht. Also das 360 DAB hat ein Key-Feature und das ist die Wireless-Funktionalität für CarPlay und Android Auto. Das kann keins der anderen Geräte. Aber ansonsten ist es eher ausgestattet wie das 160er. Bedeutet, es gibt nur einen USB-Anschluss, es gibt nur einen Anschluss für eine Rückfahrkamera und es hat halt nicht diesen 3-Wege-Modus für den Sound und hat auch nur 2 Volt Vorverstärkerausgang. Heißt alles ein bisschen zurückgezogener, sparsamer. Aber dafür preislich tatsächlich eins der günstigsten Wireless Smartphone bzw. CarPlay und Android Auto Radios, die es aktuell so auf dem Markt gibt. Wenn man sich jetzt also entscheiden will, welches Radio hole ich, ist es relativ einfach. Wenn man Wireless CarPlay oder Wireless Android Auto braucht bzw. will, kommt man nicht am 360er vorbei. Das 360er hat aber keine tollen Sound-Features. Dafür muss man auf das 250er gehen. Das 230er ist in meinen Augen veraltet und sollte man nicht mehr kaufen. Und das 160er ist halt das günstigste von allen, ist auch neuer als das 250er, älter als der 360er, hat aber, wenn man halt mit Kabelverbindungen klarkommt, Bluetooth hat es, das heißt Bluetooth-Audio funktioniert natürlich problemlos und ja, kann so noch vielleicht ein bisschen Geld sparen. Ich hoffe, diese Übersicht über die SPH DA-XXX DAB-Reihe hat euch was gebracht. Zu bedenken ist natürlich, dass die SPH-Geräte alles Einstiegsgeräte sind. Das heißt, Pioneer hat natürlich auch hochklassigere Geräte im Angebot, die ich jetzt hier nicht betrachtet habe. Mir ging es tatsächlich nur um den Unterschied des 360er, 250er, 230er und 160er Gerätes. Wenn es euch geholfen hat, drückt einen Daumen hoch, kommentiert was unter das Video. Ich freue mich und bis zum nächsten Mal. Euer Thomas.